Hi, little dog. Hallo, ich bin Sophia. Herzlich willkommen zu meinem Jack Russell Blog, der insbesondere für Anfänger der Hundeerziehung ist, aber auch für Experten, die vielleicht sogar auch Tipps geben werden. Ich hoffe, ihr habt Lust, mir auf den Weg zu folgen, wie ich meinen kleinen Jack Russell Welpen erziehe. Ich habe mich natürlich wie eine Verrückte belesen, verschiedene Facebook-Gruppen und 1000 YouTube-Videos geguckt, aber richtige Bücher gehören natürlich immer dazu. Hat mir gut gefallen, Parson und Jack Russell Terrier von Dorothea Penicek. Und extrem gut hat mir gefallen, habe ich mir als E-Book gekauft, ist so billiger, ne? Welpenerziehung, das 6 Wochen Trainingsprogramm für Welpen, Katharina Schlegel-Kuffler. Das Buch hat mir sehr viel gebracht. Ich glaube, genau nach diesem Programm werde ich vorgehen bei meinem Hündchen. Soweit erstmal wichtige Literatur. Dann natürlich die Basics. Ein Welpengeschirr, süß, oder? Jetzt habe ich gelesen, zum Üben, dass der Hund nicht zieht, ist ein normales Halsband besser. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich auch noch ein normales Halsband kaufen, aber da gehe ich dann einfach mit dem Hund zusammen ins Geschäft und werde gucken, dass ich da was zum Anpassen finde. Wo ein Halsband bzw. ein Geschirr ist, muss natürlich auch eine Leine sein. Ich habe mir erstmal eine Flexileine gekauft, weil die Besitzerin der Mutterhündin sagte, das wäre vielleicht eine gute Idee. Aber auch da wurde mir dann angeraten, zwecks Erziehung und Üben erstmal eine kurze, stramme Leine. Also habe ich mir auch noch eine normale Hundeleine gekauft. Dann gehört natürlich zu den absoluten Basics noch Futter und Wasserschale. Fand ich hier ganz hübsch mit diesem Holzdesign, deswegen habe ich das gekauft. Kann man so rausnehmen. Innen ist auch so ein Plastik, ist auch nicht gut abwaschbar. Das ist für zu Hause. Und weil ich überall Holzboden habe, habe ich mir auch noch so eine Matte gleich gekauft. Das wird dann im Flur stehen. Wo Fressnäpfe sind, sollte auch Fressen sein. Die Besitzerin der Mutter hat verschiedene Hunde und sie hat jetzt das Futter genommen, was alle besonders gut vertragen. Das ist auch in den Testergebnissen gut abgeschnitten. Das ist jetzt hier erstmal Pedigree, Juniorfutter, einmal Trockenfutter, einmal Nassfutter. Und dann habe ich das nochmal einen weiteren Fressnapf, der ist für die Reise. Und das hier soll ein Wassernapf sein. Ich habe mir den im Internet bestellt, deswegen war mir nicht klar, wie riesig der ist. Aber dann muss Fenrike halt aus einer überdimensional riesigen Wasserschale trinken. Da ist innen drin so ein Ding, ich habe das schon mal ausprobiert, das soll verhindern, dass da Wasser ausläuft. Werden wir mal sehen, vielleicht ist das Ding ja generell ganz sinnvoll. Dann habe ich natürlich zum Trainieren Leckerlis gekauft. Das sind so kleine Weiche, wo ich mir gedacht habe, die sind für Welpen gut. Natürlich auch ohne Chemie und Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Lackstoffe oder sonstige chemische Behandlung. So, dieses hier. Und wo Leckerlis sind, muss auch ein Leckerli-Beutel sein, dachte ich mir so. Kotbeutel habe ich auch gekauft, aber wie ich hier sehe, sind schon welche dabei. Das ist ja ganz praktisch. Auch das ist dieses Fachwerk für die Kotbeutel. Dann zu den weiteren Basics. Erstmal wahrscheinlich für den Welpen noch nicht, aber hier so eine Hundetrinkflasche habe ich mir noch gekauft, weil ich habe ja vor, viel mit dem Hund dann irgendwann zu wandern und ähnliches. Zum Trainieren habe ich mir dann auch, ich weiß nicht, ob es was bringt, so eine Hundepfeife gekauft. Da habe ich gedacht, da muss ich mir nicht so die Kehle wundschreien. Keine Ahnung, ob das hier irgendwie was bringt. Und natürlich Spielzeug. Der Hund muss sich ja immer wieder mal auch beschäftigen. Der kommt mit mir mit und muss dann vor dem Seminarraum, wo ich immer Sicht auf ihn habe, in seiner Hundebox warten. Die Hundebox ist ja schon bei der Besitzerin, damit sie sich daran gewöhnen, einschließlich einer Kuscheldecke. Und dann habe ich mir hier so einen Kong gekauft, um Leckerlis reinzutun. Da weiß ich noch gar nicht, wie das funktioniert, aber die Bedienungsanleitung ist hier, werde ich mir dann bei Zeiten durchlesen. Dann hatte ich mir ein Starterpack Spielzeug gekauft. Das war sehr billig bei Amazon. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so der Brüller ist hier. Das ist so ein Raufseil.
Das kommt mir relativ fest vor. Ich weiß gar nicht, ob es für Welpen so ideal ist. Was ich gelesen habe, was definitiv nicht so gut für einen Welpen ist, ist hier dieser harte Tennisball. Deswegen habe ich noch einen weicheren Ball gekauft. Der ist ja auch schon bei Fenrike. Dann war noch dabei so ein Gummispielzeug. Das quietscht. Da habe ich mal gelesen, Quietschspielzeug soll gar nicht so gut sein, weil der Hund dann irgendwie lernt, bei Quietschen nicht aufzuhören zu beißen. Deswegen hatte ich dann dieses Grunzschwein gekauft. Grunzen dachte ich, ist ja vielleicht besser als Quietschen. Da wusste ich erst gar nicht, was es ist. Ich dachte, es ist auch was zum Ziehen und Raufen. Aber ich glaube, das soll ein, macht es Krach, das soll ein Frisbee sein. Auch sehr hart. Naja, vielleicht ist der ja in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall noch so einen weicheren Hunde-Frisbee gekauft. Angeblich soll der auch noch schwimmen können. Dogosaur. Ich habe aber schon ein paar Bewertungen gelesen, dass der auch schon mal untergeht. Das probiere ich mal in der Badewanne aus. Und dann habe ich mir, muss ich auch in der Badewanne ausprobieren, noch ein Schwimmspielzeug gekauft. Und einen Fahrradkorb. Fenrike wird ja mit mir in die Hundeschule gehen. Und da will ich mit dem Fahrrad hinfahren, weil die ist recht nah. Und da kommt sie dann einfach hier in den Korb. Den werde ich vorne an den Lenker machen. Eine schöne Kuschelmatte ist ja schon in der Hundebox. Kuscheldecke kommt auch an. Natürlich kriegt sie auch noch ein kuscheliges Hundebett. Naja, wir gehen jetzt erstmal zurück zu meinem letzten Besuch, wo Fenrikchen schon raus an die Luft durfte, das freche Mädchen. Beim letzten Mal, als ich Henrike besucht habe, bevor ich sie abgeholt habe, versuchte man es schon noch an Muttis Milchbar, aber musste zurechtgewiesen werden, weil man doch etwas zu spitze Zähne hatte inzwischen. Und ich muss auch sagen, der Unterschied zu den Malen davor war riesig. Gerade bei Fenrike, die sowieso immer die am weitesten entwickelte ist. Ich finde, aus dem Welpen ist schon irgendwie ein richtiger Hund geworden. Wenn man sich jetzt hier am gleichen Tag Fenrikes Schwestern anguckt, man könnte fast denken, sind 1 oder 2 Wochen jünger als sie. Fenrikchen ist da schon ganz schön weit. Das stimmt, hm? Das stimmt. Hm? Bist du? Ah, was bist du? Ich bekam auch die Gelegenheit, den Folgereflex anzuschauen. Und wie immer, bei allem, Fenrike ist immer die erste und mutigste. Kann ich schon treffen? Ja, komm. Also. Sammy gleich hinterher. Und wir sind wieder die Ersten. Und draußen wird auch schon Pipi gemacht. Ja, warum habe ich mich für Fenrikchen entschieden? Naja, Fenrike lebt auf einem Hof bei freundlichen Leuten. Und ihr wisst vielleicht, wie der Herr, so ist Geschirr. Ne? Und freundliche Menschen, freundliche Hunde. Außerdem konnte ich alle Generationen der Hunde betrachten. So, das hier ist die Mama, das ist die Cindy. Hallo Cindy. Das ist die große Schwester, die Emma vom letzten Wurf. Der Opa ist da, der Vater lebt wiederum bei dem Vater der Hundebesitzerin. Es war herrlich, die Welpen zum ersten Mal im Hof spielen zu sehen. Der Tag war auch der erste, an dem sie draußen waren. Hallo. Hallo Sammy. Ja, hallo Jimmy. Hallo, hallo. Da hat sich ja jemand angepirscht. Denn da? Wen haben wir denn? Ui, ein tollendes Hundeknäuel. Und natürlich war auch hier Fenrike diejenige, die sich am weitesten vorgetraut hat und am neugierigsten neue Gefilde erkundete. Wo traust du dich denn hin?
Doch lieber wieder in Sicherheit, hä? Na, ihr beiden. Na, du Süße. Na. Oh, das wird vernachlässigt. Oh, die Kleinchen. Schon süß. Schon süß. Nursery. Na, wer kommt da? So, dieses Gruppenkuscheln muss ich doch mal versuchen drauf zu kriegen. Jetzt habe ich hier alle Welpen auf meinem Arm, teilweise recht gestapelt. Henrikchen zittert ein bisschen. Ich glaube, die müssen jetzt rein. Ich glaube, die Quatschköpfe friert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mini-Welpen. Die alle schlafen. Lauter kleine süße schlafende Welpen. Einmal Mini-Hunde. Ja, hier habe ich 4 müde Welpen, die eben an jeder Ecke und an jedem Ende von mir herumgebissen haben. Und dann sind sie einer nach dem anderen auf mich draufgeklettert, haben sich gestapelt, wie man hier so sieht. Scheinen müde zu sein. Nee, und Friederike ist eine, die relativ weit oben ist. Und sie ist die ganz Vergrabene, die Maya. Ja. Okay, vielen Dank. Rache der Kleinsten? Na, guck dir das mal an. Jetzt kriegt Friederike ihr Fett ab. Das muss sie auch mal. Ja, super. Super, mach sie fertig. Zeig Friederike mal, dass nicht alles geht. Dann muss ich das nicht machen. Das ist nicht schlecht. Das tut auch Friederikes Image gut, weil die so roh in dem letzten Video die kleine Schwester kaputt gebissen hat, 3-mal. Uiuiui. Klein, aber oho, die Maya. Ja. Wird von 2 Seiten angebissen. Oho. Hallo. Der Abschied fiel natürlich schwer. Oh, na gut, Sammy, dann du bist ja süß, dann sag ich dir auch nochmal Tschüss. Dann sag ich dir auch nochmal Tschüss. Piep, piep, piep. Sehr schwer. Aber es war zum Glück der letzte.